Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Järven der Feldduken Original Biwaksack. Heute haben wir für euch aus Norwegen den Fjellduken von der Firma Järven, ein Produkt, was auch bei der norwegischen Armee eingesetzt wird, hat eine NSN-Nummer und ist quasi deren Poncho-System, was gleichzeitig auch nochmal als Windschutz gedacht ist. Das heißt, ihr habt hier nicht nur einen Poncho, der euch vor Nässe schützt, sondern auch nochmal was gegen den Windschutz, und durch die Alubeschichtung auf der Innenseite habt ihr auch noch zusätzlich eine leichte Wärmeisolation. Es gab da Feldtests, wo die Außentemperatur bei minus 14 Grad war und der originale Järven, also nicht, es gibt auch noch andere Varianten, die isoliert sind, aber der nicht isolierte hat einen Temperaturunterschied von 9 Grad dann zustande gebracht, nur durch die eigene Körperwärme. Beim Material verwendet Järven hier 100% Polyester, was alubeschichtet ist auf der Innenseite, das habe ich ja eben schon gesagt. Für die Veganer eine kleine negative Nachricht, die Ecken sind nochmal mit Leder verstärkt, also sorry, für euch kommt der Järven dann wahrscheinlich nicht in Frage, aber das macht tatsächlich Sinn, ist ein bisschen naturverbunden und die Ecken halten natürlich besser. Zusätzlich sind da natürlich auch nochmal Aluminiumösen gesetzt, damit das Ganze gut hält. Und der Järven wiegt, so wie er hier kommt, mit dem ganzen Zubehör 650 Gramm. Die Unterschiede zu einem regulären Poncho sind hier, dass der vom Aufbau her ähnlich ist wie zum Beispiel von Carinthia, das Poncho-System. Also es wird hier mit Reißverschlüssen gearbeitet, nicht wie man das bei einem regulären Poncho von der Bundeswehr oder von der US-Armee kennt mit Druckknöpfen, sondern hier sind Reißverschlüsse werden verwendet und auch die Ärmellösung ist hier tatsächlich nochmal eine andere. Von der Größe her ist er so aufgebaut, dass ihr hier auch mit einem Rucksack gut arbeiten könnt und das ganze System halt eben so nutzen könnt. Den gibt es in einem Woodland-Tarn und dann hier nochmal in diesem Flechtentarn, und das ist tatsächlich genau die Umgebung, die man in Norwegen häufig findet. Flechten, Steine, felsige Umgebung. Wir haben hier zwar nicht Norwegen, aber wir haben hier zumindest mal für euch einen Stein, der ähnlich aussieht, und da könnt ihr zumindest schon mal erahnen, wie gut die Tarnung eben da in diesem Gebirge funktioniert. Von den Maßen her seht ihr, ist es ein ausgewachsenes Tarp, 296 cm x 143 cm in der Größe, Packmaß ca. 30 x 30. Hier kommt es in dieser Packtasche. Die ist auch gleich so aufgebaut, dass man sie zum Beispiel entweder horizontal oder vertikal am Gürtel tragen kann direkt. Die Tasche wird mit einem Klettverschluss verschlossen, hat auf der Vorderseite noch eine kleine Einschubtasche. Die beinhaltet hier ein Signalpanel, was auch mit dabei ist. Das kann man dann zum Beispiel auch mit Schnüren irgendwo befestigen. Hat auch nochmal einen Reflektorstreifen mit drauf. Zusätzlich habt ihr auch nochmal ein Band. Das zeige ich euch nachher, wozu man das braucht, wenn man den Poncho um den Körper trägt. Und natürlich sind auch nochmal Ärmel dabei. Weil das, habe ich ja gesagt, es wird nicht wie ein regulärer Poncho getragen, der geknöpft wird, sondern man hat hier rechts und links, könnt ihr es schon sehen, Reißverschlüsse, wo dann damit ein Durchgriff realisiert wird, wo die Arme durchgehen. Hier habt ihr jetzt den Tarpaufbau. Jetzt schauen wir uns das Ganze einmal als Biwaksack an. Hier seht ihr jetzt den Järven Original Fjellduken als Biwaksack. Man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, wie man das von anderen Biwaksäcken kennt, dass also quasi einfach ein Poncho eingeklappt wird und dann die komplette Länge genutzt wird, sondern ihr nutzt quasi die Diagonale. Also ihr habt dann einen Biwaksack, der bis zur Brust reicht und der dann aber auch als Ansitzsack zum Beispiel benutzt werden kann oder eben dann halt im Poncho-Modus. Das heißt, wir gucken uns das jetzt einmal an, wie ich jetzt hier aus diesem Modus dann auch in den Poncho-Modus kommen würde. Dazu öffne ich hier einfach den unteren Reißverschluss. Und dann kann ich hier mit meinen Füßen aussteigen. Jetzt mache ich mir hier die Ärmel auf. Und dann nehme ich die hintere Diagonale und ziehe mir die über den Kopf. Und kann dann hier das Kopfloch so groß gestalten, wie ich das gerne haben möchte.
fehlen quasi nur noch die Ärmel. Hier habt ihr jetzt den Järven einmal gesehen in der Poncho-Konfiguration, das heißt mit den Ärmeln und der Kapuze. Und ihr seht auch durch den Reißverschluss vorne auf der Front auch nochmal einen Vorteil gegenüber einem regulären Poncho, kann ich hier sehr gut die Wärmeisolation oder beziehungsweise das Kühlmanagement betreiben, weil ich dann einfach bei Bedarf auch komplett aufmachen kann, wenn es mir zu warm wird. Das ist tatsächlich cool und durch die Ärmel habe ich im Vergleich zu einem regulären Poncho kompletten Nässeschutz über den ganzen Ärmel und eben nicht nur bis zum Unterarm, wie es bei einem Poncho der Fall wäre. Die Überlängen, die jetzt hier entstanden sind durch die Diagonale, die kann man hier mit dem mitgelieferten Gürtel ein bisschen zusammenraffen. Dann hat man einen sehr, sehr guten Poncho, mit dem man sich auch fortbewegen kann. Immer unter dem Aspekt, dass die Temperatur passt. Denkt dran, das Ding ist Alu beschichtet und ihr werdet da auf jeden Fall auch schwitzen. Aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man sich dann auch gut fortbewegen kann. Wenn man diese Überlänge offen lässt, dann kann man hier auch noch einen Rucksack drunter packen und das zeigen wir euch jetzt. Hier nochmal ein Setup, mit dem man sich auf jeden Fall besser fortbewegen kann, einfach weil es ein bisschen luftiger ist. Jetzt kein Gürtel hier das Ganze nochmal abschnürt und da einen Wärmestau verursacht, sondern einfach locker wie ein Poncho getragen mit Rucksack. Der Rucksack ist jetzt mittelgroß, ich bin 1,80 Meter groß, das heißt, hier könnte man auch durchaus noch einen größeren Rucksack drunter packen. Ich habe hier oben noch auf jeden Fall Restmaterial, was jetzt oben ein bisschen zusammengerafft ist, was sonst natürlich noch zu weit runterhängen würde. Also ergibt euch der Järven maximal die Möglichkeit der Freiheit zu nutzen, was ihr wollt und wie ihr wollt. Das war die Vorstellung des Järven Fjällduken Original, ein sehr spezielles Produkt, aber tatsächlich auch gerade für die Breitengrade oder für den nordischen Bereich in Europa, wo es ein bisschen kühler ist und auch mehr Nässe zu erwarten ist, vielleicht auch in England, definitiv ein Produkt, was es da Sinn macht zu haben. Bekommt ihr bei Recon Company auch die anderen Produkte von Järven, die wir euch auch nochmal im Detail vorstellen wollen, gibt es dort auch. Der Link zu Recon ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr selber den Järven Fjällduken schon im Einsatz? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.